Der Kopf liegt ganz entspannt auf dem Boden, die Schulter. Ich sehe Kamele. Ja, ich Hammer, sehe Kamele. oder? Hast du drauf? Oder? Hast du die drauf? Ja. Wenn das kein originelles Video ist, ne, dann weiß ich es auch nicht. Oh, 3 Stunden Match. 3 Stunden Match. Aber ich habe es gewonnen. Yes! Jetzt gucken wir mal, wie ich mich zu meinem nächsten Match, das ist nämlich morgen, wieder regenerieren kann. Denn die Muskeln sind alle platt. Ich habe wahrscheinlich den Muskelkater meines Lebens und ich sollte jetzt, glaube ich, ein Dehnprogramm machen. Nicht glaube ich, sondern ganz bestimmt. Und wie das aussehen kann, das zeigt euch jetzt die Katrin mit mir hier aus Ägypten. Viel Spaß! Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute aus einer ganz außergewöhnlichen Location. Schaut euch mal diesen Ausblick an. Wir beide, das sind Katrin und ich, stehen hier im Robinson Summer Bay und heute soll es darum gehen, ich habe ein sehr, sehr hartes Match heute Morgen gehabt, 3 Stunden gekämpft, das habt ihr im Intro schon mitbekommen und ich möchte Muskelkater vorbeugen, ich möchte für die Regeneration was tun und da habe ich mir heute ein bisschen Verstärkung geholt, nämlich die Katrin. Die Katrin ist Sportwissenschaftler und vielleicht sagst du kurz ein bisschen was zu deiner Person, was du so machst, brauchst du das Mikrofon einfach nicht nehmen, sondern sag einfach sprechen, genau. Ja, der Martin hat mich ja schon vorgestellt, ich bin Katrin, 56 Jahre. Und mein Motto ist, ich liebe mit Menschen zu arbeiten, die sich in ihrer Bewegung verbessern wollen. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, die vielleicht auch, ja, ich sag mal, Schmerzen haben und vorbeugend was machen wollen, damit sie jetzt wie der Martin heute, ja, vielleicht nach so einem harten Match nicht so viel Muskelkater bekommt. Und da möchte ich gerne mit ihm so ein paar Übungen zeigen, die ihr dann einfach nachher auch gerne nachmachen könnt. Genau, und dann legen wir direkt los mit den ersten Übungen. Wir freuen uns hier bei dieser tollen Kulisse. Ja, Nina, du kannst gerne mal hier rüber switchen und dann sehen die anderen auch, wo wir uns hier aufhalten. Und dann geht's los. Viel Spaß mit dem Video. Okay, Übung 1, die Rückbeuge für die Dehnung der vorderen Muskelkette. Der Martin stellt sich bzw. schulterbreit. Die Hände werden in den unteren Rücken positioniert, ganz locker. Und dann schiebst du dich mit der Leiste und der Hüfte nach vorne, Martin, das Kinn zum Brustbein. Genau, und du versuchst in die Bauchatmung zu kommen, dass dein Zwerchfell hier schön mitarbeiten kann. Die Schultern sind locker und mit jeder Ausatmung versuchst du ein bisschen weiter in die Rückwärtsbeuge zu gehen. Genau. Für uns alle super, weil wir die meiste Zeit im Alltag auch sitzen und Tennisspieler ja auch sehr stark hier die vordere Seite aufdehnen müssen. Nach 5 Atemzüge dann locker nach vorne. Gehen wir direkt in die zweite Übung, die Dehnung für die hintere Kette. Die Arme werden dafür nach vorne unten geschoben bei gestreckten Knien. Der Martin ist jetzt hier sehr stark verkürzt. Man sieht das daran, dass die Knie so ein bisschen, die Oberschenkel so ein bisschen anfangen zu zittern und du einen sehr starken Beugereflex hast. Du würdest jetzt lieber gerne die Beine beugen, genau, du widerstehst dem und schiebst nach vorne unten. Komm, zieh dich mal richtig raus. Der Bauch ist locker, du atmest auch hier bitte in den Bauch rein. Wie gesagt, zweite Übung, die Dehnung der kompletten hinteren Kette, 5 Atemzüge und dann langsam wieder rauskommen. Sehr schön, Martin. Okay. Die dritte Übung, Rückwärtsbeuge mit Rotation, für die Tennisspieler ganz besonders entscheidend. Der Martin geht wieder in eine etwas stärkere Grätsche, wie gerade. Die linke Hüfte schiebst du vor, die linke Hand hier so ein bisschen unterstützen. Genau. Und jetzt im großen Radius gehst du quasi in die Rückwärtsbeugung mit einer Drehung. Kopf schaut deiner rechten Hand hinterher. Genau. Sehr schön. Auch da wieder gut atmen, schau der Hand hinterher, 5 Atemzüge und wenn du kannst, gehst du noch ein bisschen mehr hier in die Dehnung nach hinten. Genau. Und dann kommst du von da langsam wieder zurück und wir gehen dann direkt in die Nummer 4 über, indem du diagonal nach vorne ziehst. Die Übung könnt ihr schön hintereinander kombinieren. Du ziehst jetzt quasi diagonal vor deinem linken Fuß nach vorne und arbeitest jetzt hier an der Gegenseite. Genau. Klar, meine Schwäche wieder. Schieb dich da schön raus, lass die Knie gestreckt, lass den Atem in deinen Bauch fließen. Sehr schön, schieb, schieb, schieb. Genau, und dann kommst du langsam zurück. Und das macht ihr natürlich auch zu beiden Seiten. So, ihr wollt das ganze komplette Video sehen, die ganzen 12 Übungen und nicht nur 8. Dann geht ihr auf, Martin. Tennistraining-online.com, eure Plattform für Tennisspieler, Tennistrainer und über 2000 Tennis-Trainingsvideos warten dort auf euch. Viel Spaß! Übung 5 ist die Hocke für die Mobilisation unserer Hüfte. Ihr seht den Martin hier schon drin.
öffnet euch wunderbar die Hüfte. Dazu haben wir gleichzeitig auch noch die Dehnung für den unteren Rücken. Und wer da schon sehr gut in der Übung drin ist, der kann auch die etwas schwierigere Variante nehmen. Und zwar das Knie, die Innenseite des Knies quasi so ein bisschen runterschieben. Genau. Und wieder zurück. Beidseitig. Ne? Schultern lässt du schön unten. Genau. Da müsst ihr euch mal vorsichtig rantasten. Wie gesagt, das ist eher eine fortgeschrittene Übung. Aber der Martin macht das schon sehr schön. Letzte Mal. Und dann einmal bitte noch mal zeigen, Martin. Super. Genau. Okay. Hart. Super. Genau, die nächste Übung Nummer 6 ist die Dehnung für den Hüftbeuger. Kennen die meisten von euch auch. Martin, du gehst bitte mal in den großen Ausfallschritt. Bitte achtet darauf, dass das vordere Knie immer genau über dem Sprunggelenk steht. Das ist wichtig. Und dass du das hintere Bein, in diesem Fall das rechte, mit dem Knie so weit nach hinten schiebst, dass du hier wirklich sehr schön in die Hüftstreckung kommst. Der Martin zeigt das hier wunderbar. Der hintere Fuß ist mit dem Fußrücken aufgelegt. So, wir starten mit der leichten Variante. Die Hände werden locker auf den Oberschenkel links gelegt. Genau. Wenn du ein bisschen mehr möchtest, dann nimmst du den rechten Arm, also die Seite, wo du auch die Hüfte, nimmst du in die Streckung und gehst hier schön in die Rückwärtsbewegung. Und wer von euch noch ein bisschen mehr will, Martin, mach mal mit beiden Armen. Du schiebst jetzt quasi mit beiden Armen zurück und kommst hier schön in die Rückwärtsbewegung. Super. Genau. Dann auch da die 5 Atemzüge. Und dann natürlich auch wieder die andere Seite. Gut, dann geht es weiter mit der Piriformis-Dehnung. Die kann man in unterschiedlichen Varianten ausführen. Wir entscheiden uns für die im Liegen. Der Martin nimmt jetzt seinen rechten Außenknöchel auf den linken Oberschenkel. Die Hände greifen von hinten den linken Oberschenkel und du ziehst jetzt den Oberschenkel zu dir heran und achtest darauf, dass dein Knie nach außen zeigt. Es würde lieber zu deiner rechten Schulter zeigen, dann wäre es leichter. Du versuchst es aber quasi nach außen zu schieben. Der Kopf liegt ganz entspannt auf dem Boden, die Schulter. Ich sehe Kamele. Ja, ich Hammer, sehe Kamele. oder? Hast du drauf? Oder? Hast du die drauf? Ja, da seht ihr mal, wo wir sind hier, mit was für einem Hammer-Panorama. Okay, genau, auch hier 5 Atemzüge, dann langsam lösen und ja, also wenn das kein originelles Video ist, ne, dann weiß ich es auch nicht. Andere Seite, Martin, Außenknöchel, du greifst den Oberschenkel von hinten, dein Knie würde lieber zur Schulter, du arbeitest dagegen und ziehst gleichzeitig zu der ran. Komm, ziehen, genau, super. Auch das in eurer Atmung, 5 Atemzüge schön reinarbeiten und dann langsam raus, genau. So, dann gehen wir zur Nummer 8, zu der sogenannten Taube. Die kennen viele von euch vielleicht aus dem Yoga. Eine wunderbare Übung, um die Außenseite hier, die Außenseite des Gesäßes einmal zu dehnen und auch nochmal den Hüftbeuger. Der Martin übt das schon fleißig, man sieht das hier. Jetzt ist es hierbei sehr wichtig, dass ihr nicht nur auf der linken Seite, also jetzt bei der Übung, die wir jetzt die Variante machen, dass die rechte Hüfte quasi auch versucht nach unten zu schieben. Merkst du das, Martin? Ne? Brustbein ist aufgerichtet, genau. Man sieht hier aber sehr schön, dass er das schon auch praktiziert. Ihr könnt an dem Winkel noch ein bisschen arbeiten. Je spitzer der Winkel, desto leichter ist das für euch. Also wenn ihr Einsteiger seid, fangt erst mit der leichten Variante an. Dann später parallel zum Mattenrand wird dann deutlich schwerer. Okay, da auch natürlich dann die andere Seite. Ja. Wie ihr seht, wir haben in den Abend reingearbeitet. Nina, du kannst es noch mal drehen. Leider ist die Sonne da hinten schon beim Sundowner etwas runtergegangen. Aber wir haben hier, glaube ich, gut gearbeitet. Nina, komm wieder zu uns. Und ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich hoffe, ihr könnt mit diesen Übungen ja, ganz viel eurer Probleme lösen. Ich bedanke mich total bei der Katrin. Katrin, absolut toll gemacht. Vielleicht hast du auch noch 1, 2 Anmerkungen zu deinen Übungen für die Zuschauer draußen. Auch eigentlich kontinuierlich machen, ne? Das ja, ist genau. wichtig. Also ich würde mich freuen, wenn ihr damit ein bisschen was anfangen könnt und dass ihr es vor allem regelmäßig macht. Ja, dann viel Spaß dabei. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao aus Ägypten, aus dem Robinson Summer Bay. Ihr wollt das ganze Video sehen? Wir haben nämlich 12 Übungen, nicht nur 8. Den Rest findet ihr auf welcher Plattform, Katrin? Tennis Online. Nee, Tennistraining. Nochmal, Tennistraining Videos online. Ihr wollt das komplette Video sehen, denn in unserem kompletten Video haben wir 12 Übungen, nicht nur 8. Und die findet ihr auf, Katrin? Tennistrainingonline-.de. Nee, falsch. Tennistraining-online.com.